Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Dieses Abenteuer habe ich von der Webseite städtebauen.de. Schaut da mal unter Zeus rein, da gibt es auch noch andere interessante Szenarien und Tipps und Tricks natürlich. Gut, ja, dann schauen wir mal. Ja, und wir gründen in dieser Episode eine weitere Kolonie. Wir können aussuchen zwischen Lemnos oder Sparta. Wir gründen aber unsere zweite Kolonie auf Lemnos und wir schauen mal, was es dazu zu berichten gibt. Die Luft ist klar, die Sonne scheint und schon juckt es mich in den Fingern, den Spaten zur Hand zu nehmen und den Grundstein für unseren Außenposten auf der Insel Lemnos zu legen. Doch leider ist nicht alles Gold, was glänzt. Wie uns berichtet wurde, haust der Feuergott Hephaistos hier und hat seine Schmiede unter den Bergen verborgen. Als er einst von Hera geboren wurde, hielt seine Mutter ihn wohl für derart klein und hässlich geraten, dass sie ihn angewidert gen Erde schleuderte. Den Aufprall überlebte er zwar, hat seitdem jedoch ein lahmes Bein. Angeblich trachtet Hades nach dem Reichtum, den sich Hephaistos durch seine jahrelange Ausübung der Schmiedekunst erworben hat. Ein gewisses Brodeln ist in der Ferne jedenfalls bereits schon zu erahnen. Hoffentlich geraten wir, friedliebende Atlantiden, da nicht zwischen die Fronten. Im Zweifel sollten wir aber unserem Gastgeber nicht das Gefühl geben, ihn im Stich zu lassen. Außerdem dürfte er eine Verehrung mit den Bronzeschätzen aus seinen Vulkanschmieden belohnen. Doch eigentlich sind wir ja nach Lemnos gekommen, da hier auf der fruchtbaren Vulkanasche der angeblich beste Wein der gesamten Ägäis gedeiht. Nicht nur Midas und einige Bergbewohner mögen das königliche Getränk gerne. Mein Gaumen ist bereits benetzt beim bloßen Gedanken an eine reichhaltige Lese. Diese Kolonie-Episode trägt den Titel Für eine Handvoll Trauben. Ja, und Lemnos ist ja die Insel des Gottes Hephaistos. Da haben wir gerade mal gehört, was aus Hephaistos geworden ist, als seine Mutter Hera ihn vor lauter Abscheu auf die Erde geworfen hat. Ein trauriges Schicksal. Ja, und auf dieser Insel werden wir jetzt unsere Kolonie gründen. Unsere Ziele sind natürlich für Hephaistos ein Heiligtum zu bauen. Unsere Stadt muss mindestens 3000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Haus oder besser beherbergen. Wir müssen aber auch einen großen Schrein für Hephaistos errichten. 128 Amphoren mit Wein sind für die Heimatstadt zur Verfügung zu stellen. Ja, und wir müssen in einem Jahr 64 Amphoren Wein produzieren. Scheint eine Episode zu werden, wo wir voll und ganz uns der Weinkälterei widmen und natürlich der Verehrung von Hephaistos. Wir schauen uns mal die Karte an, wo wir unsere Kolonie Lemnos gründen werden. Obligatorisch auch hier in den Pausenmodus. Auf der Übersicht schauen wir uns die Karte einmal an. Okay, wir sind hier ganz im Norden und haben hier die Küstenlinie. Wir haben hier Seeigelvorkommen. Ja, gehen wir Richtung Osten und folgen jetzt hier der Küste. Kommen hier kleinere Inseln. Ja. Okay, da ist eine Straße, die wir entsprechend natürlich hier zur Insel weiterführen müssen, über Brücken. Gehen wir jetzt mal Richtung Süden. Haben wir ja auch noch mal eine Straße. Ach, das ist interessant. Das heißt, wir müssen beide Straßen mit der Insel verbinden. Das ist ganz wichtig. Okay, gut. Weiter hier die Küstenlinie. Da sind wir ganz im Süden. Kleine Inseln. Und jetzt kommen wir hier eigentlich zur Insel. Ja, wir haben hier terrassierte Hügel. Alles relativ unfruchtbar. Hier oben haben wir eine kleine Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Ja, und hier unten haben wir eine große Fläche, die wir landwirtschaftlich
ja, nutzen können. Das sieht gut aus. Ja, die Karte ist sehr, ja, zerklüftet in dem Fall, dass wir überall diese terrassierten Plateaus hier haben. Hier haben wir auch nochmal fruchtbares Gebiet, aber der Bauplatz ist dadurch halt recht gering. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir hier unsere Stadt aufbauen können. 3000 Einwohner. Ja, mit einem Wohngebiet kommen wir da nicht hin, auch wenn wir es maximal entwickeln würden. Schauen wir mal, was wir alles so bauen und produzieren können. Ja, auf Lemnos können wir nur Wohnungen der Arbeiter errichten. Bei der Landwirtschaft haben wir keine Farmen. Wir können aber bei den Plantagen Reben und Olivenbäume anpflanzen. Bei Land und Meer haben wir den Seeigelkai und bei der Viehzucht können wir Wolle produzieren. Bei Gewerbe haben wir keine Rohmaterialien. Wir können allerdings Skulpturen, Olivenöl und Wein produzieren. Ja, wir haben hier alle Bauoptionen, hier auch. Ein Hippodrom können wir nicht bauen. Wir können auch kein Museum bauen bei der Wissenschaft. Bei der Mythologie können wir die Schmiede des Hephaistos, den Obstgarten der Hera und die Säulen des Atlas errichten. Ja, und wir müssen ja die Schmiede des Hephaistos bauen. Ich denke mir mal, das wird auch unser einziges Heiligtum sein, weil so viel Platz haben wir gar nicht für weitere. Beim Militär haben wir überhaupt keine Bauoption. Okay, dann haben wir hier diesmal tatsächlich mal eine Episode, wo wir nicht kriegerisch aktiv sein müssen. Ja, und bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen nur die Prachtstraße. Interessant, keine Allee und Säulen haben wir. Bei den Erholungsgebieten haben wir eine große Auswahl an Verschönerungselementen. Ja, und bei der Poseidon-Pyramide haben wir natürlich den großen Schrein des Hephaistos. Ja, okay. Dann schauen wir uns mal die Weltkarte an. So, die Insel Lemnos ist hier oben im Norden und wir haben als nächsten Handelspartner Pontus. Pontus kauft Weizen, Wolle und Olivenöl und verkauft uns Rüstung. Gordion kauft Olivenöl und Wein. Unsere Heimatstadt Pergamon kauft Wolle, verkauft uns Holz, Marmor und Oliven. Milet ist unser Vasall. Wir kriegen 24 Einheiten Zwiebeln jährlich als Tribut, kauft Weizen und Orangen. Thera ist unsere Kolonie. Wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut. Thera kauft bei uns Weizen und Wolle und verkauft uns Bronze und Marmor. Delos ist unser Verbündeter, kauft Olivenöl. Kythera ist unsere Kolonie. Wir kriegen 16 Garben Weizen jährlich als Tribut. Kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Weizen, Oliven und Olivenöl. Wir haben Atlantis als entfernten Ort. Verkauft uns Orangen, Orikal und Olivenöl. Epidaurus ist unser Verbündeter. Kauft Seeigel und Fleisch, verkauft uns Wolle und Skulpturen. Delphi ist unser Verbündeter, kauft Orangen und Olivenöl und verkauft uns Weizen. Ja, dann haben wir noch den Berg Smolkas, kauft Wein, verkauft uns Wolle. Ja, und hier haben wir noch einen Rivalen, nämlich Phaistos, produziert Marmor, Trauben und Wein. Gut, ja, wir können jede Menge Wein verkaufen, Olivenöl können wir verkaufen. Das wird unsere Hauptexportgüter sein. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier unsere Stadt aufbauen. Ja, der Plan ist wie folgt. Wir nutzen diese freie Fläche hier, um unser Wohngebiet in der traditionellen Bauweise aufzubauen. Wir können dann nach hierhin natürlich Piere bauen und auch Seeigelkais. Ja, und hier haben wir ja das fruchtbare Gebiet. Hier werden wir unsere Oliven und Reben anbauen. Ja, und da wir ja eine Insel sind, haben wir natürlich nur Piere. Das heißt, unser Gewerbe werden wir wohl irgendwie hier aufbauen müssen, damit die Wege recht kurz sind zu unseren Handelspartnern. Ja, das ist so der grobe Plan. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal und bauen unser erstes Wohngebiet auf. Bevor wir aber jetzt hier mit dem Bau beginnen, natürlich die Verbindung vom Festland zur Insel herstellen.
Da haben wir ja hier einmal die Brücke. Das können wir so bauen. So, und dann kommen wir hier rüber. Genau. So, das ist aber der eine Weg. Und ihr müsst tatsächlich diesen anderen Weg, den es gibt, auch noch anschließen. Nämlich hier. Ja, wir können, dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Also hier geht eine Brücke. Hier geht eine Brücke drüber. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Ja, das geht. Kriegen wir das hier? Ja, wir kriegen das hier überspannt. Sonst hätte es nämlich nicht funktioniert. So, dann geht das nämlich hier so. Und dann geht es so. Und dann kommt man hier so auf die Insel. Genau. So. Gut, darauf müsst ihr achten, dass ihr wirklich beide Wege hier mit der Insel verbindet. Sonst kommt immer eine Fehlermeldung, dass ein Teil der Insel von der Außenwelt abgeschnitten ist. So, jetzt können wir auch anfangen, unser Wohngebiet aufzubauen. Ja, nach langer Tüftelei haben wir das Wohngebiet der Arbeiter jetzt hier auf dieser Ebene platzieren können. Ja, wir haben hier nur Prachtstraßen. Da habe ich jetzt die Längsseiten hier entsprechend mit der Prachtstraße versehen. Wir haben die Agora und haben auch hier jetzt schon den Weg an der Zuwegung zum Festland verbunden. Wir bauen natürlich einen Architekten und einen Brunnen. So, wir können das jetzt alles hier entsprechend parzellieren. Das passt nämlich jetzt hier wunderbar. So, wir brauchen natürlich auch noch das oder die Klinik. Ja, die würde ich jetzt hier hinbauen wollen. Dafür müssen wir hier ein bisschen, ja, das wegnehmen. Dann bauen wir sie so. Ja, es könnte, glaube ich, noch ein Stückchen hier weg. So, genau. Dann passt es hier gut hin. Und dann bauen wir hier eine Bank hin, um das hier auszufüllen. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Dann können wir nämlich den Weg hier weiterbauen, ohne dass die Klinik tangiert wird. Dann können wir nämlich jetzt hier auch entsprechend Parzellen ausweisen. Das passt dann nämlich auch ganz genau. So, bei der Stirnseite brauchen wir natürlich unsere wissenschaftlichen Gebäude. Wir brauchen das Observatorium. Ja, das kann tatsächlich hier hin. Das passt. Dann kann die eine Parzelle hier hin. Und wir brauchen natürlich das Labor. Das Labor, ja, das passt tatsächlich hier genau rein, wenn wir hier diese Ecke wegnehmen. Jawohl. Dann passt hier genau das Labor rein. Ja, wunderbar. Und dann können wir bis hierhin das parzellieren. Ach, das passt doch mal wirklich richtig gut, oder? So, dann Labor hier. Okay, dann so. Ja, und hier die Ecke müssen wir auch wegnehmen, weil hier kommt dann später die Bibliothek hin. Und dann passt doch alles wunderbar, oder? Hier haben wir noch Platz für das Steuerbüro. Dann haben wir sogar noch hier eine Parzelle, die wir ausweisen können. Wunderbar. So kann es bleiben. Den Pausenmodus heben wir auf. Ja, und das wissen wir. Bei Gewerbe, wie immer, bei Gesundheit und Sicherheit die Priorität auf Hoch stellen. Ja, und dann schauen wir mal, wo unsere neuen Bürger bleiben. So, da wandern sie jetzt ein. So, und können jetzt hier diesen Weg, den habe ich jetzt hier nicht angeschlossen. Ich hatte
den hier angeschlossen. Das heißt, wir müssen hier noch einen Weg rausbauen. Nämlich so für später, wenn wir das hier noch erweitern wollen. Gut, ja, wir sollten dann auf jeden Fall schon das Silo bauen, weil wir kriegen ja Zwiebeln und auch, ich glaube, Weizen als Tribut. Ja, und wir können natürlich Seeigel produzieren. Da können wir hier ein paar Seeigelkais schon bauen. Ja, das würde, glaube ich, ganz gut passen. Dann werden wir die Straße noch ein bisschen versetzen. Und dann fangen wir direkt mit der Wein- und auch Olivenölproduktion an. Ein Lagerhaus sollten wir auch noch bauen, aber wir kriegen auch noch Marmor als Tribut. Unsere Bürger haben es endlich geschafft. Die ersten Parzellen sind besiedelt. Wunderbar. Ja, dann bauen wir das Silo hier auf. Warten wir mal. Hier passt ein Architekt hin. Jawohl. Dann bauen wir das von hier auf. Dann passt hier ein Warenlager hin. Das Silo und nochmal ein Warenlager. Und wir haben schon 100 Personen in unserer Stadt. Nein, ein Warenlager möchte ich haben. So, das lassen wir jetzt einfach erstmal so, ohne Einstellung. Und hier wollte ich ja Seeigelkais bauen. Dann nehmen wir das mal mit der Straße jetzt so weg hier. Ja, guter Architekt. Machen wir mal hier eine Sperre. So. Und wir brauchen natürlich auch auf der Agora unseren Lebensmittelhändler. So, und dann kommt auch schon der zweite Schwung. Migranten in unsere Stadt. Das ist ja so immer in Intervallen. Ja, wir haben auch schon Dezember. Gleich gibt es Tribute. So, da sind sie endlich. Unser Weizen, unsere Marmorplatten und unsere Zwiebeln, wobei wir nicht alle Zwiebeln annehmen konnten. Gut, dann kann die Entwicklung jetzt hier weitergehen. Ich baue aber schon mal jetzt vorsichtshalber ein paar Seeigelkais hier auf. Ja. Das passt ganz gut. Dann kommt jetzt hier eine Sperre hin und wir brauchen noch einen Architekten hier. Einen hier hin. So, ich würde diese Fläche hier tatsächlich für unsere Schafherden nutzen. Die Frage ist nur, von wo kommen sie hier hoch, ne? Also hier können sie hoch. Aber hier gibt es nichts. Lohnt sich das überhaupt? Es ist natürlich schon sehr weit. Hier können sie hoch. Oder nutzen wir das hier? Ja, ich glaube, das ist ja etwas unwirtschaftlich mit den Schafherden. Der Weg ist, glaube ich, dann doch zu weit. Ich baue das lieber hier auf. Wir führen mal den Weg hier in dieses Gebiet rein. So, ja, dann können wir hier so hoch. Ja, bauen wir mal bis hier hin. So, dann können wir nämlich hier die ganzen Landarbeiterlager bauen und auch unsere Wollsammelstellen. Da fangen wir mal mit an. Bauen wir mal 3 Stück. Ach, schade, das passt nicht so schön. Königin Hera, dann müsst ihr meinen Ehemann nie wieder fürchten. Ja, Hera, da hast du recht. So, bauen wir noch eine. Dann passt da der Architekt hin. Sperre nicht vergessen. So, und dann können wir Schafe platzieren. Ja, das weiß ich. Das ändert sich jetzt hoffentlich bald.
So, dann haben wir jetzt hier genug. Ja, und hier baue ich, glaube ich, Warenlager auf. Für die Rohstoffe. Die Produktion würde ich wahrscheinlich hier aufbauen. Hier können wir die Piere errichten. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. So, dieses Warenlager nimmt jetzt so die Wolle an und auch den Marmor. Und hier kann das Olivenöl angenommen werden. So, hier wandern jetzt jede Menge neue Bürger in unsere Stadt ein. Arbeitsmarkt. Oh, ja. Da sollten wir jetzt auch direkt loslegen. So, dann bauen wir Landarbeiterlager. 1, 2, 3. 3 für Reben. Ja, mittlerweile schon 500 Personen in unserer Stadt. So, und dann bauen wir nochmal 3 Landarbeiterlager hier auf. Oh nein, ein Erdbeben. Jetzt schon. Oh Gott. Oh, eine Preissenkung für Skulpturen. Das ist nett. Und Atlantis verkauft mehr schwarzen Marmor. Oh, gut. Pergamon schenkt Holz. Oh, später. 32 Holzbretter. So, wo ist denn jetzt das Erdbeben? Okay, hier. Ja, ich hoffe, es erweitert sich nicht zu unserer Stadt. Die brauchen Warenlager für Holz. Nein, hier nicht. Dort. So, und dann nehmen wir hier jetzt Holz an. So, hier können auch Skulpturen angenommen werden. Den Marmor nehmen wir bei dem anderen an. Der Architekt geht hier entlang. Das passt. Ich war aber noch bei unseren Landarbeiterlagern stehen geblieben. So, und die sind jetzt für unsere Olivenbäume da. So, wir können das Holz annehmen. Vielen Dank. Das ist das Holz, was wir in der letzten Episode für die Kolonie zur Verfügung stellen sollten. So, wir bauen noch ein Warenlager hier auf. Das passt nämlich ganz gut. So, dieses hier soll definitiv Trauben und Oliven annehmen. So, wie sieht jetzt der Arbeitsmarkt aus? Oh, sehr gut. Ja, und wir können auch schon unseren Stadtpalast bauen. Dann können wir direkt schon Steuern erheben. Es wandern ja jetzt hier doch jede Menge neue Bürger ein. Den Stadtpalast, ja, den würde ich mal drehen. So. Dann passt der doch sehr schön hier rein, oder? So. Dann machen wir hier einen schönen Loop. Ja, das ist doch sehr schön. Dann haben wir den Architekten, der da entlang geht. Wobei ich glaube, gerne noch einen Architekten hier hinbauen würde. Hier. So. Und hier können wir, ja, das passt nicht so schön, einen Muschelgarten bauen. Wir können auch 4 Muschelgärten bauen, ne? Das passt ja ganz gut hier. Ja, komm, das machen wir mal. Dann bauen wir auch schon direkt das Steuerbüro hier auf. Können wir direkt schon ein bisschen Steuern einkassieren. So, wir bauen weiter, nämlich die Bibliothek. Die wollte ich ja hier hinbauen. Passt wunderbar. Können wir hier auch nochmal Verschönerungen setzen. Oh, kleine Obelisken. So, und da sehe ich gerade, wird die erste Wolle auch schon
zum Warenlager gebracht. Es ist auch noch zu überlegen, ob wir hier noch ein Lagerhaus nur für die Wolle nehmen und dann hier in diesem Warenlager das auf Vordern stellen. Der Weg ist schon recht weit, ne? Ja, das sollten wir, glaube ich, machen. Erstmal bauen wir den Wollhändler hier auf. Aber wir warten mal lieber noch damit. Die Entwicklung nicht so schnell hier vorantreiben. Wir müssen jetzt hier erstmal unser Handelszentrum aufbauen. So, Olivenöl und Wein verkaufen wir. Wir können allerdings auch noch Wolle verkaufen. Klar, das stimmt. Also, Pergamon brauchen wir, weil wir müssen Marmor einkaufen. Gordion kauft Olivenöl und Wein. Das können wir auch auf jeden Fall machen. Und Pontus kauft Wolle und Olivenöl. Ja, also die 3 könnte man schon machen. Auch Delos kauft Olivenöl. Ja, bei Terra könnten wir auch noch Bronze und Marmor einkaufen und Wolle verkaufen. Epidaurus, die Skulpturen würde ich wahrscheinlich wieder mal fordern wollen. Aber ist für uns auch jetzt nicht so interessant. Segel und Fleisch werde ich jetzt nicht verkaufen. Delphi ist auch interessant, weil da könnten wir Weizen einkaufen. Kythera ist aber interessanter, weil wir mehr Weizen dort einkaufen könnten, allerdings nichts verkaufen könnten. Also wir können eigentlich jede Menge Piere bauen. Wir bauen jetzt aber erstmal das Pier von Pergamon und das Pier von was war's? Pontus. Nee, Gordion. Oh, Gordion ist ein Handelsposten. Oh, das ist nicht schlecht. Dann bauen wir jetzt noch erstmal das Pier von Pontus. Kann ich das hier nicht hinbauen? Nee, das geht leider nicht. Oh, das ist schade. Moment. Aha, wusste doch, dass das geht, nämlich so. Dann führen wir den Weg so hier rüber. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, klar. Dann bauen wir das so. Okay, Sperre bitte. Und einen Architekten. Wo kann der hin? Hier. So, wir können bei Pontus auf jeden Fall Wolle und Olivenöl verkaufen. Wir verkaufen jetzt erstmal Olivenöl, 36 Einheiten Olivenöl im Jahr. Oh, das ist jede Menge. So, und hier können wir Wolle verkaufen. Das machen wir auch mal. So, und Wein können wir verkaufen. Der Berg Smolkas kauft unseren Wein. Ich glaube, es ist auch der einzige, ne? Nein, Gordion kauft auch Wein. Okay, das sind ja Handelsposten, glaube ich, ne? Ja, und die können wir hier hinbauen. Und auch Gordion 2. Sehr gut. So, es ist Dezember. Wir bräuchten eigentlich noch ein Silo für die Zwiebeln, ne? Können wir hier Zwiebeln annehmen im Lagerhaus? Nee, das nicht. Aber Weizen könnten wir hier annehmen, ne? Wir können auf jeden Fall nicht alle Tribute annehmen. So, okay. Na gut. Wir haben Trauben in unserem Warenlager. Beginnen wir mit der Weinproduktion. Wir können natürlich das jetzt hier wunderbar
so bauen, dass wir einen Loop haben. Das gefällt mir. Dann nehmen wir das mal hier alles weg und dann können wir hier die Weinkeltereien bauen. 1, 2, 3, 4. Der Architekt, schafft er das? Ich glaube, ich würde hier noch eine Sperre setzen. Es kann aber sein, dass der hier entlang geht. Ne? Und das tut er auch. Müssen wir mal gucken, ob das mit den Architekten so klappt. So, jetzt aber Wollhändler. So, der Wein kann direkt hier in die Handelsposten gebracht werden. Da brauchen wir gar kein Warenlager für. Und es wird auch jede Menge Wein hier verkauft. So, und auch die Oliven sind jetzt da. Die würde ich allerdings dann jetzt hier die Olivenpressen bauen wollen. Wir haben die Möglichkeit, hier auch noch Piere zu errichten. Ne? Und das passt ja eigentlich richtig gut. Das wird so ein richtig tolles Gewerbegebiet hier. So, Arbeitsmarkt. Ja, da können wir mal auf ein hohes Lohnniveau gehen. Ja, und wir haben schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie Lemnos. Ja, der Aufbau gefällt mir eigentlich sehr gut. Das ist schön hier strukturiert. Wir bauen die Olivenpressen. Wie gesagt, ich würde sie jetzt hier hinbauen wollen. Auch mal 4 Stück. Ja, und dann sollten wir uns überlegen, wo wir unser Heiligtum hinbauen für Hephaistos. Wir können ja tatsächlich ja dann Kupfervorkommen nutzen vom Heiligtum und Skulpturen herstellen. Allerdings, ich glaube, wir können Skulpturen gar nicht verkaufen. Können wir denn Bronze verkaufen? Ich glaube nämlich nicht. Also letztendlich lohnt sich das, glaube ich, gar nicht, da irgendwie eine Bronzeproduktion zu starten. Nein, das lohnt sich überhaupt nicht. Okay, dann brauchen wir da auch keine Arbeitskräfte für verbrauchen. Dann brauchen wir nur dieses Heiligtum. Und was brauchen wir? 13 Marmorplatten. Okay. Ja, wir sollten etwas Marmor jetzt mal einkaufen. Ja, unsere Kolonie Terra verkauft uns ja den Marmor. Dann bauen wir noch dieses Pier. Können wir hier hinbauen oder so? Bauen wir es so. So, und dann verkaufen wir erstmal nichts. Also Wolle, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht entsprechend noch weiter zu verkaufen. Marmor. So. Ja, und da wandern noch weitere Bürger in unserer Stadt ein. Gordion braucht Wein. 6 Amphoren Wein in 2 Monaten. Wir werden mal eben den Wein hamstern. So, den Verkauf natürlich hier rausnehmen. Dann haben wir 4. Naja, und hier in den Weinklettereien haben wir ja noch eine Produktion. Müssten wir hinbekommen. Ach so, ich habe kein Warenlager. Das müssen wir natürlich noch eben schnell hier freischalten. So, dann haben wir auch schon die 6, glaube ich. Jawohl, kann versendet werden. Wunderbar. So, und dann kann hier wieder der Wein verkauft werden. So, in diesem Warenlager bitte den Wein nicht mehr annehmen. Naja, vielleicht bauen wir nachher noch ein Warenlager dafür. Auf jeden Fall müssen wir den Wein wieder hier
für den Verkauf freigeben. So, wir haben 18, 22 Marmorplatten und Gordion schätzt uns mehr. Gern geschehen. So, wo bauen wir denn das Heiligtum hin? Wir können es hier auf diesem Plateau bauen. Wie gesagt, wir müssen da jetzt nicht unbedingt Kupfer abbauen. Passt das überhaupt? Nee, das passt überhaupt nicht, sehe ich gerade. Aber hier könnte es hin. Bauen wir es so. Schließen wir hier an. Und dann bauen wir eine Kunsthandwerkergilde hier auf. Sehr schön. So, man kann aber hier eine Sperre hin, ne? Oh nein, unser Stadtpalast ist eingestürzt. Ja, ich hatte ja schon ein bisschen Sorge mit unserem Architekten. Da habe ich die Sperre blöd gebaut. Pergamon fordert Wein an. 9 Weinamphoren. Oh, schon wieder ein Erdbeben. Wo jetzt? Jetzt dort. Naja, gut, dass ich hier oben nicht mein Heiligtum gebaut habe. Wieder müssen wir den Wein hamstern. So, und wir brauchen ganz dringend ja noch weitere Reben für unsere Weinproduktion. Erstmal bauen wir unseren Stadtpalast wieder mal auf. So. Ja, und dann müssen wir tatsächlich hier noch einen Architekten bauen. Den bauen wir jetzt tatsächlich dann mal hier hin. Oder hier. Hier passt noch ein Warenlager hin. Dann bauen wir es so. Das Lohnniveau können wir auf normal stellen. Dann baue ich nochmal 2 Landarbeiterlager für Reben. So, und nochmal, eine Wollsammelstelle. Tja, Nahrungsmittel, ich glaube, da brauchen wir uns erstmal keine Gedanken zu machen. Gut, wenn wir das hier weiterentwickeln wollen, brauchen wir jetzt entsprechend Wissenschaft. Dann bauen wir die Universität. Wo bauen wir die Universität hin? Ach, die könnte doch hier hin, ne? Ja, dann bauen wir das nämlich so hier auf. Und das Observatorium kommt hier hin. Oh, jetzt brauchen wir, glaube ich, Mitarbeiter, ne? Jawohl. Ja, unsere Weinkältereien werden jetzt Gott sei Dank mit Trauben wieder beliefert. Wir haben ja immer noch die Forderung von unserer Heimatstadt. So, und ich baue jetzt tatsächlich hier noch ein Warenlager auf. Dieses Warenlager soll jetzt tatsächlich die Wolle annehmen. Und hier werden wir die Wolle holen, und zwar 6 Einheiten. So, wir können wieder unsere Tribute annehmen. Ja, wie gesagt, die Zwiebeln können wir gar nicht komplett annehmen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass wir die Forderung nicht im gesetzten Zeitrahmen schaffen, aber es sollte jetzt gleich eigentlich alles zur Verfügung stehen. Ja, und hier läuft es auch gut. Wir brauchen Skulpturen, und zwar 6. Wir gucken mal nach Epidaurus, ob sie uns Skulpturen geben. Ja, das tun sie. Sehr schön. Was brauchen sie? Siegel und Fleisch. Naja, gut. Dann kriegen sie Drachmen. Großes Geschenk Drachmen. Skulpturen habe ich ja das eine Warenlager eingestellt. Das müsste jetzt eigentlich alles passen. Und wir kriegen 12 Skulpturen. Oh Gott.
Gut, dieses Warenlager kann auch noch Skulpturen annehmen. Wir müssen natürlich jetzt hier den Verkauf wieder rausnehmen. Dann wird das unser Eigentum. Und dann seht ihr, können wir die Forderung erfüllen, kann weg und dann müssen wir natürlich das wieder einstellen. Das kennt man ja, ne? So, und natürlich müssen wir den Wein wieder nutzen. Ja, ich habe einen guten Tipp bekommen. Und zwar, was diese Handelsposten betrifft, haben wir hier oben diese Pfeile. Damit kann ich durch die verschiedenen Piere und Handelsposten gehen. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, dass ich zum Schluss dieses Let's Plays diese doch sehr geile Funktion hier finde, dass man sich nicht immer hier durch diese ganzen Piere und Handelsposten klicken muss. Ein super Tipp, kann ich nur empfehlen. Erspart jede Menge Zeit. So, wir können weitere Olivenpressen bauen hier. So, wir nehmen die Skulpturen an. Wir konnten 7 jetzt annehmen. 6 brauchen wir. Es ist alles gut, ne? So, und dann bauen wir noch eine Weinkälterei auf. Ja, und wir müssen ja relativ viel Wein für unsere Heimatstadt zur Verfügung stellen. Nämlich, was war es gewesen? 128 Amphoren Wein. Das ist jede Menge. Und schon wieder ein Erdbeben. Und Lava. Meine Güte, was ist denn hier los? Ja, wir brauchen eine Traube für das Fest in Gordion. Das können wir losschicken. Ne? Epidaurus, Dank für das Geld, bitte gerne. Hier ist das Lava und hier ist auch entsprechend das Erdbeben. Also es ist schon ganz gut, dass wir diese Terrassen hier nicht für irgendwelche Bautätigkeiten nutzen. Das ist doch zu gefährlich hier. Ja, und ich war ja eben bei den 128 Amphoren Wein für unsere Heimatstadt stehen geblieben. Das sind tatsächlich 4 Warenlager voll. Jetzt ist die große Frage, sollen wir das jetzt schon entsprechend unserer Heimatstadt zur Verfügung stellen? Ich meine, wir verkaufen jetzt Wolle und Olivenöl. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Ja, komm. Wir beginnen und bauen hier mal 3 Warenlager auf, die alle jetzt nur das Wein aufnehmen oder den Wein aufnehmen. So, und dann ja, werden wir das hier jetzt rausnehmen. So, ein Warenlager kann natürlich Wein holen, dann wird er nämlich hier aus dem Handelsposten rausgenommen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann können wir jetzt erstmal den Wein zur Verfügung stellen. Wir müssen ja sowieso gucken, wir brauchen ja auch eine Jahresproduktion von 64. Und wir haben jetzt erstmal die Bestmarke von 10. Ja, dann würde ich sagen, dieses Warenlager hier wird jetzt mal Olivenöl holen. 6. Pergamon schätzt uns weniger, weil wir zu spät den Wein gebracht haben. Na gut. Also damit kann ich leben. So, und dann brauchen wir nämlich jetzt hier Olivenöl für unsere Siedlung. So, wir könnten mal Terra fragen, ob sie uns Marmor gibt. Das tut sie. Das ist sehr nett. Dann geht es mal hier mit unserem Tempel mal ein bisschen schneller. Ja, und die restlichen Skulpturen, beziehungsweise es bleibt noch eine Skulptur dann übrig, die verschenken wir dann. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Nahrungsmitteln, mit unserer wachsenden Bevölkerung, aber das sieht im Moment alles noch ganz gut aus. Wir kriegen ja auch immer jede Menge Zwiebeln ja als Tribut, die wir gar nicht alle annehmen können.
So, wir haben wieder Arbeitslose. Ich baue nochmal 2 Landarbeiterlager. Passt hier noch eins hin? Ach nein, wie schade. Gordion schätzt uns mehr. Und Terra gewährt uns 6 Marmorplatten. Naja. So, nochmal hier 2 Landarbeiterlager. Ich brauche jede Menge Reben. Ja. So, unsere Reben werden geerntet. Und hier unsere Weinklettereien arbeiten alle. Das heißt, ich könnte noch 2 Klettereien bauen. Ich brauche zwar mehr Arbeitskräfte, das brauche ich 12. Oh, das geht ja noch. Ne, 36. Hier sind die Weinklettereien in Betrieb. Na ja, gut, komm. Lohnniveau auf hoch, dann passt das auch. So, hier brauchen wir Verschönerungen, sehe ich gerade. Haben wir schon ein Denkmal? Ja, wir haben ein Denkmal, das kann hier hin. So. Ja, sehr gut. Und wir haben schon 2000 Einwohner in unserer Stadt. Wächst und gedeiht, aber ihr seht auch, Lebensmittel sind nicht mehr ganz so viele, aber wir kriegen ja jetzt wieder jede Menge Nahrungsmittel. Ja, das passt. Sehr gut. So, ich glaube, Marmor brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Wir könnten jetzt hier nachher noch etwas Wolle verkaufen. Ja, da sammelt sich jetzt schon Wolle an. Ja, und die ersten Skulpturen werden zu unserem Heiligtum für Hephaistos gebracht. Sehr schön. Ja komm, dann verkaufen wir jetzt hier noch ein bisschen Wolle. Das ist jede Menge, was wir hier verkaufen können. Das ist echt Wahnsinn. Ja, und ihr seht, wir haben leider keine Oliven mehr in unseren Olivenpressen. Obwohl, da kommt gerade wieder jede Menge. Aber ich habe nichts mehr im Warenlager. Vielleicht muss ich doch noch mal ein Landarbeiterlager bauen. Das kann jetzt hier hin. Wobei, da kommt kein Architekt hin. Ne? Nochmal zurück. Bauen wir es nochmal hier hin. So. So, wir brauchen noch 4 Ladungen Marmor. Da kommt die erste. Ich habe nur noch einen Marmorblock hier. Das heißt, ich muss noch mal 3 Stück kaufen. Na. Hier. Noch mal 3. Ja, und das erste Warenlager ist schon voll mit Wein. Oh wow, 17% Arbeitslosigkeit. Das Lohnniveau mal auf normal. So, dann weitere Weinkältereien. Ja, entwickeln wir dieses Wohngebiet jetzt hier weiter. Wir bauen erstmal Verschönerungen. Ne? Gartenhäuser passen hier immer sehr gut hin. So, Kultur. Kultur natürlich nicht, sondern Wissenschaft. Da war ich gerade wieder bei Zeus gewesen. Hier kann die Erfinderwerkstatt hin und das Labor. Oh nein, es brennt. Eine Wollsammelstelle. So, Labor kommt hier hin, dann können die sich weiterentwickeln. Tja. Gordion braucht Wein. Ja, komm, können wir verschicken. Wir produzieren ja jetzt jede Menge. Ja, das mit dem Architekten müssen wir hier irgendwie regeln.
So, diese Straße brauche ich überhaupt nicht. Ich werde jetzt nach hierhin noch Landarbeiterlager bauen. Dann braucht der Architekt auch nicht so weit zu gehen. So, die zwei muss ich hier wegnehmen. Dann kann hier noch ein Architekt hin. Dann würde ich die Sperre jetzt hier tatsächlich wegnehmen. Ja, eine Wollsammelstelle ist leider zerstört. Das ist schade. Ja, Gordion schätzt uns mehr. Gerne. So, und dann können wir das hier alles wegnehmen. Jetzt habe ich leider beide Wollsammelstellen jetzt hier abgerissen. So, und dann mal schnell hier wieder Schafe. So. Ja, und da entwickeln sie sich weiter. Aber ihr seht, wir haben zu wenig Nahrungsmittel jetzt allmählich. Ich kaufe jetzt... Ne, hier kann ich kein Weizen einkaufen. Wo konnte ich jetzt Weizen einkaufen? Ja, das ist Delphi. So, der Marmor ist gerade eingekauft worden. Brauche ich nicht mehr. Auf jeden Fall jetzt noch nicht. So, hier kann das Pier von Delphi hin. Und dann kaufen wir ein bisschen Weizen ein. Ach Quatsch, das ist ja Delos. Oh. Delphi, fängt beides mit D an. So, hier kaufen wir jetzt etwas Weizen ein. 12 Einheiten ist ja auch nicht viel, ne? Aber wir können Olivenöl verkaufen hier. So, die große Statue des Hephaistos an seinem Heiligtum ist gerade fertiggestellt. Sehr gut. Eine Skulptur noch und 4 Ladungen Marmor. Oder 4 Marmorplatten, also eine Ladung. Ja, ihr seht, das Wohngebiet hat sich hier komplett entwickelt. Wunderbar. Wir können leider keine Parkanlagen bauen. Von daher lasse ich das jetzt mit den Verschönerungen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Allerdings, ganz ohne Verschönerung kommen wir hier nicht aus, ne? Also ich brauche auf jeden Fall hier Säulen. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung. Gut, dass ich jetzt den Weizen einkaufe. Dann können wir den Weizen auch mal fordern. Ja, da ist das Silo jetzt leer. Wir können aber auch ein zweites Silo noch bauen. Ah, das passt hier hin, ne? Ja. Obwohl hier möchte ich eigentlich Olivenpressen bauen. Wir kriegen ja nachher noch immer diese Zwiebeln, jede Menge. Aber der Weg ist soweit für die Marktfrau. Das ist nicht schlecht hier. Dann machen wir das so, dass hier nur Seeigel angenommen werden. Ach Gott, das ist so doch einfacher, ne? Annehmen. Ja. Es fehlt uns tatsächlich eine Platte Marmor. Aber wir haben November, wir kriegen gleich die 5 Marmorplatten als Tribut, dann können wir unser Heiligtum fertigstellen. Ja, und wenn das Jahr vorbei ist, gucken wir mal, wie unsere Jahresproduktion an Wein ist. So, wir nehmen wieder unsere
Tribute an. Jetzt können wir auch jede Menge Zwiebeln annehmen hier. Hier könnten wir eigentlich auch Zwiebeln noch annehmen, ne? Dann können wir nämlich komplett alles annehmen. Wobei, es gefällt mir nicht, dass dieses Silo hier direkt an den Gebäuden steht. Das reiße ich nochmal ab, auch wenn da jetzt gerade Seeigel eingelagert waren. Ja, das können wir hier hinbauen, das ist besser. Nämlich so. Das nimmt jetzt tatsächlich nur Zwiebel und Seeigel an. Ja, das neue Jahr hat begonnen. Ich gucke mal eben nach unserer Jahresproduktion von Wein. 48 haben wir. Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen was dran tun, ne? Also wir können auf jeden Fall schon mal eine Weinkälterei hier noch bauen. Ach komm, dann bauen wir direkt hier nochmal 3. Landarbeiterlager. So, da kommt jetzt gerade die letzte Ladung Marmor. Dann kann die Kunsthandwerkergilde weg. So, und da ist es auch in Betrieb. Unser Heiligtum, Hephaistos, erscheint schon. Kunsthandwerkergilde kann weg. Nochmal 2 Landarbeiterlager. Ja, noch eine Wollsammelstelle. Gut. Um das Heiligtum bauen wir Säulen. Wir brauchen ja nicht an die Ressource dran, weil wir mit nichts anfangen können, ne? Na komm, dann baue ich jetzt noch ein Landarbeiterlager hier auf und nochmal Reben und dann haben wir aber auch, glaube ich, dann genug, oder? Nicht Reben, Olivenbäume. So. Ja, jetzt sind die Lebensmittel doch recht schnell weg hier, sehe ich. Wir bauen doch nochmal ein paar Seeigelkais auf. Frage ist nur, wie wir sie bauen. Hier können wir sie nicht bauen. Wir können hier noch welche bauen, ne? Ja. So, wir brauchen ja auch noch den großen Schrein des Hephaistos. Ach, das wäre doch schön, wenn wir das hier irgendwo hinbauen können, oder? Erstmal das so. Wo ist er? Hier. Wow, der ist aber sehr groß, ne? Nee, der passt gar nicht hier so hin. Oder doch? Mal eben schauen. Wählt mich und ich werde euer Leben versüßen. Frage ist, kommen wir hier rum? Da kommen wir nicht rum. Da kommen wir auch nicht rum. So müsste es gehen. So kommen wir, glaube ich, einmal rum, ne? So müsste es klappen. Ja, so klappt es. Dann können wir das so bauen. So. 32 Amphoren Wein in 2 Monaten für Gordion. Das verweigere ich jetzt mal. Das kannst du gerne haben. Ah, wir kommen doch nicht hier rum. Ah, schade.
Ah, das ist schade. Ja, es hätte aber auch so sonst nicht geklappt, ne? So richtig. Aber es ist auch nicht ganz so dramatisch. Also, wir machen das so und hier kommen wir raus. Was brauchen wir denn? 139 Marmorplatten, 28 Platten schwarzen Marmor, 16 Ladungen Holz, 4 Skulpturen, 22 Ladungen Aurikal. Meine Güte. Gut, wir kaufen wieder unseren Marmor ein, aber nicht hier, sondern hier. 12, ne? Dann brauchen wir das Pier von Atlantis, wo wir schwarzen Marmor und auch Aurikal einbauen oder kaufen können. So, bauen wir so und dann kaufen wir auch schon mal Aurikal ein. So, und dann brauchen wir ein Warenlager für diese Baustoffe. Kann hier hin. Für Aurikal und für schwarzen Marmor. Holz haben wir. Wir haben eine Skulptur. Gordion schätzt uns weniger. Ja, das ist mir jetzt erstmal egal. Oh, wir brauchen noch ein Warenlager für Wein. Na komm, dann nutzen wir das jetzt eben. So, jetzt brauchen wir natürlich hier eine Kunsthandwerkergilde. Wir brauchen vor allem hier Sperren, ne? Pergamon fordert jetzt Wein an. 14. Okay, das können wir machen. Unsere Heimatstadt. Wir produzieren im Moment ja richtig viel Wein hier. Ja, wir haben jetzt mit diesem Wohngebiet 2640 Einwohner. Wir brauchen noch ein zweites Wohngebiet, wo wir dann die 3000 Einwohner auch erreichen können. Da müssen wir nachher mal schauen, wo wir das aufbauen. Tja, der Schrein, da brauchen wir jetzt wirklich erstmal noch jede Menge Zeit für. Ja, und ich stelle gerade fest, dass ja auch Pergamon uns Marmor verkauft. 24 Marmorplatten. Ja, wo haben wir Pergamon? Hier. Ja, dann kaufen wir da auch hier Marmor ein. Ja, ich habe mal ein bisschen nochmal in unserer Karte Ausschau gehalten nach einem geeigneten Bauplatz für das zweite Wohngebiet. Und ich glaube, hier können wir noch ein kleines Wohngebiet aufbauen. Wir haben hier sogar noch die Möglichkeit, vielleicht Wolle zu produzieren oder auch von mir aus Wein. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, ja, Segelkais zu bauen für die Versorgung unserer Bevölkerung in diesem Bereich. Arbeitsmarkt sieht jetzt im Moment wirklich gut aus. Wir werden natürlich gleich die Warenlager alle abreißen, wenn wir den Wein zur Verfügung haben für unsere Heimatstadt. Das sieht nämlich sehr gut aus. Das letzte Warenlager wird nämlich gefüllt. Pergamon schätzt uns mehr, ja, gerne. So, Jahresanfang. Wir können wieder unsere Tribute annehmen. Diesmal können wir auch alle Zwiebeln annehmen. Das ist sehr schön. So, wie sieht denn jetzt die Jahresproduktion von Wein aus? Wir haben es geschafft. Jawohl. 68 ist die Bestmarke. Ja, das Heiligtum haben wir auch schon fertiggestellt. Ja, und der Wein für unsere Heimatstadt steht auch bald zur Verfügung. Gut, also mehr Wein brauchen wir jetzt nicht zu produzieren. Gegebenenfalls müssen wir tatsächlich das mal ein bisschen zurückbauen. Oder halt nochmal schauen, wer Wein alles noch kauft. So, dieses Warenlager ist jetzt leider voll mit Marmor. Das werde ich jetzt mal so einstellen, dass hier kein Marmor mehr angenommen wird. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Wunderbar. So, ich glaube, wir haben es bald geschafft. 4 Warenlager voll mit Wein für unsere Heimatstadt.
Da kommt die letzte Amphore. Perfekt. Können wir sammeln und verschicken. Sehr schön. So, ein Warenlager lassen wir für den Wein. Der kann jetzt wieder auf Annehmen stellen. Dieses hier wird jetzt den Marmor annehmen. Ja, hier kann der Marmor jetzt raus, ne? Beziehungsweise, ja, lassen wir jetzt so. Und ja, schwarzer Marmor und auch das Ochikal kann hier im Pier von Atlantis bleiben. Das passt. Gut, wir können den Wein wieder verkaufen. Ach so, das habe ich ja gar nicht eingestellt. So. Das kann jetzt hier alles entsprechend verkauft werden. Ich wollte mal eben gucken, ob ich noch jemand habe, der Wein kauft. Ja, es ist tatsächlich so, dass nur diese beiden Wein kaufen. Wie gesagt, dann brauchen wir die Produktion nicht weiter voranzutreiben. Naja, komm, dann bauen wir noch eine zweite Kunsthandwerker-Gilde hier auf. Gut, ja, sollten wir uns jetzt allmählich damit beschäftigen, dass wir unsere 3000 Einwohner bekommen. Wie gesagt, ich würde hier eine kleine Siedlung jetzt mal aufbauen. Gut, wir sollten natürlich diese kleine Siedlung irgendwie anschließen. Ja, dann kommen wir hier so raus. Ja. Ja, das passt so. Dann nehmen wir mal hier den Wald weg. So, wir können... ja, wir bauen das so. Ja, hier können wir die Segelkais bauen, das passt. Dann so. Dann kann hier die Agror hin. Sperren. Verschönerung brauchen wir hier allerdings auch. Prachtstraßen. Wie passt das dann? Ja, das passt gut. 1, 2, 3, 4. Ja, die kriegen wir natürlich nicht richtig hoch, obwohl mit den Prachtstraßen müsste das eigentlich passen, oder? So, und natürlich brauchen wir eine Klinik. Tja, ich will das jetzt nicht so viel ausbauen wollen hier. So. Dann kann hier Bibliotheken.
Das passt. Dann kann hier ja das Labor hin, ne? Ja. Ja, das sollte eigentlich passen. Das reicht, glaube ich, ne? Wir brauchen hier auf jeden Fall ein Silo. So, und dann würde ich hier ein Warenlager noch bauen. Und einen Architekten. So, das Silo ist jetzt so eingestellt, dass wir hier nur Seeigel annehmen. Dann können wir jetzt hier noch ein paar Seeigelkais bauen. Tja, das ist ein bisschen wenig, ne? Gut, Pausenmodus heben wir mal auf. Ja, das ist mir klar. Da müssen wir mal jetzt ganz schnell hier das Lohnniveau auf hoch stellen. Gordion braucht Wein. 6 Amphoren Wein. Okay. Und die haben wir doch. Bitteschön. Also mit Wein haben wir jetzt wirklich im Moment jede Menge Möglichkeiten hier. Ja, komm, wir verschönern noch ein bisschen hier unseren Stadtpalast, oder? Ganz ohne Verschönerung finde ich ja doch nicht gut. So, da kommen schon unsere neuen Bürger für dieses kleine Wohngebiet hier. So, wir müssen dieses Lagerhaus noch einstellen. Ganz dringend. Hier soll Wolle angenommen werden. Wir werden hier Wolle produzieren. Und da macht sich nämlich schon ein Karrenschieber mit Orikal auf dem Weg. Das muss natürlich nicht sein. So, hier baue ich noch weitere Seeigelkais auf. So, und dann können wir das hierhin verbinden. So, und dann kann die Sperre aber hier hin. Dann kann dieser Architekt hier das alles kontrollieren und er macht das hier. Arbeitsmarkt sieht wieder gut aus. Bauen wir hier nochmal 2 Wollsammelstellen auf. Hier oben haben wir ja fruchtbares Gebiet. Gut. Dann kann hier auch direkt der Lebensmittelhändler hin. Gordion schätzt uns mehr. Ja, gerne. So, Marmor haben wir auch. Jede Menge. Wunderbar. Da wird noch jede Menge Baumaterial gebraucht. Ob wir hier allerdings die Nahrungsversorgung aufgebaut kriegen, ich bin da ein bisschen, ja, im Zweifel. Aber ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Ich würde jetzt hier auch noch Weizen annehmen. So, und hier würde ich gar keinen Weizen mehr holen. Nämlich nur noch, ja, überhaupt nicht annehmen. Wir haben hier Seeigel und wir kriegen nachher die Zwiebeln. Und dann würde ich Folgendes machen. Dieses Pier hier, da kaufen wir den Weizen ein. Wir verkaufen aber hier eigentlich auch das Olivenöl. Ne? Ja, das ist auch doof. Und dann fordern wir jetzt hier Weizen an. Allerdings könnten wir auch, glaube ich, Orangen einkaufen. Ne? Aber nur bei Atlantis. Ne? Das bringt jetzt auch nicht viel. Ich habe aber eine Idee. Warum nicht? Also, wir reißen trotzdem dieses Pier hier ab und bauen hier das Pier von Delos auf und verkaufen hier nur Olivenöl.
So, hier wird aber kein Weizen mehr angenommen, aber Seeigel, Zwiebeln und Orangen. Dann könnte man jetzt hier bei Atlantis nämlich noch Orangen kaufen. Aber dieses Silo ist ja fast voll und wir kriegen ja gleich wieder unsere Tribute. Also das ist gar nicht so schlecht. So, und hier bauen wir jetzt das Pier von Delphi auf. Das können wir hier hinbauen. Nein, wir können es hier hinbauen. Noch viel besser. So, und hier kaufen wir jetzt den Weizen ein. So, hier kann der Weizen geholt werden. Ja, das passt doch sehr gut. So, Weizen kann hier angenommen werden. Nee, wird nicht angenommen. So. Weil wir ja gleich wieder jede Menge Zwiebel bekommen. Okay. Ja, wir brauchen ja die Ausbaustufe Haus, ne? Also wir müssen das jetzt noch entsprechend nicht in die letzte Ausbaustufe bringen. Also müssen wir ja Olivenöl hier noch zur Verfügung stellen. Ein neues Jahr hat begonnen und wir haben die 3000 Einwohner geschafft. Sehr gut. Ja, und wir können die Tribute jetzt annehmen. Ja, sehr schön. Marmor können wir gar nicht mehr annehmen, aber die Zwiebeln. Wunderbar. So, das Lohnniveau können wir wieder auf normal stellen. Da wandern jetzt jede Menge neue Bürger ein. Ja, wir warten, dass hier die erste Wolle im Lagerhaus ist. Dann können wir den Wollhändler schon nachher bauen. Ja, ich würde jetzt hier tatsächlich auch noch ein Lagerhaus bauen für das Olivenöl. Das können wir ja auch noch entsprechend etwas ausbauen. Naja, auf jeden Fall unseren Wein verkaufen wir locker komplett hier. Da brauchen wir gar kein Warenlager, sehe ich gerade. Aber das lassen wir jetzt mal so. So, wir bauen hier auch nochmal ein Steuerbüro hin, stelle ich fest. Und natürlich brauchen wir jetzt hier das Labor, das passt hier hin. Natürlich brauchen wir auch eine Erfinderwerkstatt. Die kommt, die kann hier hin. So, und dann kann sich das, glaube ich, so weit entwickeln. Ja, wir brauchen jetzt die Wolle, aber ich sehe gerade, unsere Schafe werden gerade geschoren. So, und dann bauen wir doch hier ein Denkmal hin. Ja, die erste Wolle ist im Warenlager. Der Wollhändler wird hier aufgebaut. So, und dann dürfte sich eigentlich jetzt hier die Kategorie Haus entwickeln. Ja, sehr gut. Das ist die Kategorie Haus. Na, eigentlich bräuchten wir gar nicht die Erfinderwerkstatt und das Labor, weil wir haben jetzt hier schon das Mietshaus. Aber egal, wir lassen das jetzt so. Ja, wir könnten noch ein bisschen Wolle produzieren hier. Bauen wir noch eine Wollsammelstelle hier auf. Gut. Wir können das jetzt hier so belassen. Das Silo ist gut gefüllt hier. Hier jetzt nicht mehr so. Ja, wir können hier Weizen auch annehmen. Seeigel werden hier auch angenommen. Ja, das reicht. Die Marktfrau kann natürlich auch noch hier hingehen, ne? So, ja, noch eine Kunsthandwerkergilde lohnt sich jetzt nicht. Ich baue lieber noch ein Landarbeiterlager hier auf. Von mir aus auch 2. Produzieren wir noch ein bisschen mehr Oliven. No, wir brauchen Arbeiter, okay. Oh, schon wieder Lava. Oh Gott.
Wo denn jetzt? Hades greift an. Oh nein! Ah, das ist doof. Okay, gut. Also, da ist Lava. So, und wo ist Hades? Hier, okay. Oh, Hephaistos kämpft gegen Hades, aber da hat er, glaube ich, keine Chance, oder? Hades verprügelt Hephaistos, der Ärmste. Gut, ihr seht, wir haben eigentlich genug Rohstoffe hier. Bauen wir hier noch weitere Olivenpressen? Hier wandern ja jetzt jede Menge neue Bürger ein. Oh nein, Hades, hör auf damit. Und er hat alle Menschen auf der Straße getötet, ne? Ist euch das aufgefallen? Ah. Na gut, dann bauen wir das mal wieder auf hier. Das war jetzt der Architekt, ne? Ja. Wieder alles neu einstellen. So, hier können wir natürlich auch noch Olivenöl verkaufen. So, mittlerweile haben wir auch 3000 Personen in der Kategorie Haus. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch den großen Schrein des Hephaistos fertigzustellen. Der ist jetzt fast bis zur Hälfte fertig. So, und dann haben wir diese Episode, unsere Kolonie Lemnos, erfolgreich hier abgeschlossen. Pergamon fordert Wein an. 8 Amphoren Wein. Okay. Ja, komm, dann nehmen wir mal eben das hier raus. Dann müsste man das haben. Jawohl, können wir verschicken und wieder einstellen. Ja, und hier wandern noch jede Menge neue Bürger ein. Ich denke mal, das passt dann gleich hier mit den Arbeitern. Pergamon schätzt uns mehr. Gerne. Ich sehe gerade, ich kann das hier auch noch verbinden hier rüber. Oh. Ja, Hades ist zwar weg, aber unser Stadtpalast ist weiterhin noch verflucht. So, wir brauchen ja noch entsprechend Skulpturen. Die könnten wir natürlich nochmal von Epidaurus fordern. Aber ich glaube, doch, können wir. Okay, machen wir aber später. Im Moment brauchen wir noch keine Skulpturen. Ja doch, jede Menge Marmor, der hier verbaut wird. Meine Güte. Ja, mittlerweile haben wir 29 Arbeitslose. Wir können noch eine Kunsthandwerkergilde bauen. So, Jahresanfang. Wir nehmen wieder unsere Tribute an. Ja, und endlich ist ja die erste Etage, beziehungsweise der Marmorblock der ersten Etage, fertiggestellt. Jetzt kann die Verkleidung endlich gebaut werden. Da ist schon das Aurikal auf dem Weg und auch Marmor. Tja, wir können jetzt natürlich auch den schwarzen Marmor einkaufen. So, und dafür baue ich auch nochmal ein neues Warenlager auf. Hier. Für schwarzen Marmor. Was brauchen wir denn nochmal? Ach, wir brauchen nur 28 Platten. Das ist ja nicht viel. Dann stellen wir es da direkt auf 28 ein. So.
Ja, und wir können noch eine Kunsthandwerker-Gilde bauen. So, jetzt kann es losgehen. Wunderbar. Güter haben wir mehr als genug. Tja, hier können wir auch noch ein paar Verschönerungen mal durchführen, oder? Mittlerweile ist der Basissockel unseres großen Schreins für Hephaistos endlich fertiggestellt. Wir brauchen jetzt noch 24 Marmorplatten, 28 schwarzen Marmor, die 16 Ladungen Holz, 4 Skulpturen und 6 Ladungen Orchikal. Ja, wir haben hier 28 Marmorplatten drin, das heißt, wir brauchen kein Marmor mehr einzukaufen. Terra nicht und auch nicht bei... Na, hier war es jetzt nicht. Wo ist es? Terra haben wir das gerade gemacht. Pergamon. Okay. Kann auch raus. Okay, Karl, brauchen wir noch ein bisschen was? Moment. 8 Barren haben wir hier drin. Und es waren 6 Ladungen. Okay. Brauchen wir auch nicht mehr. So, wir haben 12 Ladungen schwarzen Marmor. Und wir können jetzt wieder gleich im neuen Jahr nochmal 12 einkaufen. Dann haben wir die auch zur Verfügung. Holz haben wir sowieso. Gut, dann können wir jetzt bei Epidaurus nochmal die Skulpturen fordern. Dann kriegen die nochmal Wein von uns. Großes Geschenk Wein. Weil Wein haben wir tatsächlich mehr als genug jetzt. Wir kriegen unsere Tribute. So, die Transportrutsche ist auch fertig. Super. Epidaurus, Dank fürs Geschenk. Bitte gerne. So, und dann wird der schwarze Marmor auch schon gebracht. Ja, und ihr seht, dass hier das Warenlager mit Trauben fast voll ist. Wir werden das ein bisschen umstellen. Oliven müssen jetzt hier nicht mehr angenommen werden. Die können jetzt tatsächlich hier angenommen werden, wo das Holz angenommen worden ist. Obwohl, dann nehmen wir die Skulpturen an. Die nehmen wir jetzt mal hier raus. Dafür werden jetzt hier die Oliven angenommen. So. Oh, wir kriegen nochmal 12 Skulpturen. Später. Ja, komm. Hier können jetzt auch nochmal Skulpturen angenommen werden. 4 Stück. Und hier werden 8 angenommen. Das sollte ja wohl reichen, oder? So, wir nehmen die Skulpturen an. 10 konnten wir jetzt annehmen. Ja, ich glaube, wir brauchen nur 4. Oh Gott, dann können wir ja 6 verschenken. Ja, das können wir tatsächlich, weil mein Warenlager hier für Wolle ist voll. So, Delphi kriegt jetzt Skulpturen. Wir haben 10 bekommen. Ja, dann können wir ein großes Geschenk Skulpturen verschicken. Wunderbar. Okay, dann haben wir immer noch genug für unser großen Schrein für Hephaistos, wo jetzt gerade der Sockel der 2. Ebene errichtet wird. Delphi, Dank fürs Geschenk. Bitte gerne. So, wir haben jetzt hier noch 20 Platten schwarzen Marmor und wir brauchen 25. Obwohl, da kommt gerade eine Ladung, ne? Gucken wir mal eben. So, was brauchen wir jetzt noch? Immer noch 24 Platten schwarzen Marmor. Dann müssen wir noch ein bisschen was einkaufen. Ja, in der Zwischenzeit sollten wir noch mal nach unseren Schafen gucken. Jetzt mit unserem
Heiligtum, aber da war jetzt nicht viel weg. Hier schauen wir auch noch mal. Na, alles gut. Ja, Orchikal und schwarzer Marmor ist auf dem Weg. Verehrt mich und ich werde euer Leben versüßen. Ja, uns fehlt etwas schwarzer Marmor tatsächlich, aber es ist Dezember. Wir können gleich wieder im neuen Jahr schwarzen Marmor einkaufen. Nämlich jetzt, es ist Januar. So, wir nehmen wieder Tribute an, die wir annehmen können. So, da wird der schwarze Marmor eingekauft. Wunderbar. Gut, das reicht jetzt. So, damit ist auch der zweite Sockel fertig. Jetzt kommen wahrscheinlich Skulpturen und auch noch Marmorplatten. Ja, und ganz oben drauf kommt natürlich die große Statue des Hephaistos. Ja, jede Menge Baumaterial wird hier gerade zum großen Schrein von Hephaistos gebracht. Holz und Skulpturen und Marmor. Ja, ich denke mal, wir nähern uns allmählich der Vollendung dieses Monuments. Ja, da kommt die letzte Skulptur und dann brauchen wir noch 4 Ladungen Holz und 8 Ladungen Marmor. Ja, und da kommen auch schon die letzten Ladungen Baumaterial für unseren Schrein. Wunderbar, der große Schrein für Hephaistos ist fertiggestellt. Noch schnell die Straße bauen. Wir haben alle Ziele erreicht und können nun diese Episode erfolgreich abschließen. Etwaige Weinengpässe können nun endgültig ad acta gelegt werden. Dank Lemnos wird der Strom des edlen Tropfens nie versiegen. Aller Widrigkeiten zum Trotz, die der Zwist zwischen Hephaistos und Hades mit sich brachte, ist uns dieser Erfolg gelungen. Die 128 Amphoren mit Wein allerdings, die eigentlich für Pergamon bestimmt waren, haben wir unserem Freund Midas zukommen lassen, als er uns höflich darum bat. Das macht aber nichts, denn die Reben werden uns bereits im nächsten Jahr wieder einen herrlichen Jahrgang bescheren, da bin ich mir sicher. Ein dreifach Prost auf den Tempel und das Monument zu Ehren unseres Gastgebers. Ja, diese Episode war jetzt nicht ganz so schwierig, mit Ausnahme eines wütenden Hades. Konnten wir doch hier alle Ziele doch gut erreichen. Ich bin sehr gespannt, was uns in der nächsten Episode erwartet. Bei dem Abenteuer Der Wahn des Midas. Wir werden wahrscheinlich wieder in Pergamon sein. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.